Viele Unternehmen geschäften nahe an der Grenze des Erlaubten. Nicht nur Banken und Versicherungen, sondern auch eine kleine Firma aus Schindelegie am Zürichsee, die wir Ihnen gleich vorstellen. Sie legt sich mit Milliardenkonzernen wie HP, Canon oder Epson an. Denn ihr Geschäft ist das Imitieren von Druckerpatronen. David Jans über eine kleine Firma aus der teuren Schweiz, die den Weltmarkt mit günstiger Tinte erobern will. Hier sind Produktekopierer am Werk. Ihr Ziel? Die teuren Originaltintenpatronen der großen Druckerhersteller nachbauen und sie weit unter Listenpreis verkaufen. Wir untersuchen diese Patrone, um möglichst schnell ein Alternativprodukt anzubieten. Normalerweise braucht man 3 Monate, nachdem man den Drucker gekauft hat, eine Ersatzpatrone und dann müssen wir fertig sein. Haben Sie kein schlechtes Gewissen dabei, einfach ein Produkt zu kopieren? Wir untersuchen das lediglich, um die Abmessung der Druckerpatrone zu haben, damit es auch noch reinpasst. Das Innenleben, die Tinte, ist völlig unterschiedlich. Wir haben es selbst patentieren lassen. Es ist ein Alternativprodukt oder Generika, wie wir es in der Pharmabranche jeden Tag kennen. Nichts anderes, keine Kopie. Mit Tintenpatronen verdienen große Druckerhersteller wie HP, Canon oder Lexmark mehr Geld als mit dem Verkauf der Drucker selbst. Alfred Wirch, langjähriger Manager beim Tintenhersteller Pelikan, sah vor einigen Jahren in dieser Entwicklung seine unternehmerische Chance und packte sie mit Arbeitskollegen und einer Investorengruppe. So ein Gerät kaufen Sie für 70, 80 Franken und wenn Sie dann in die Tintenpatrone hineinschauen, dann sehen Sie, dass die eigentlich für sehr wenig Geld zu produzieren ist. Aber Sie zahlen heute, wenn Sie den 3 bis 5 Jahre benutzen, 500 Franken für diese Maschine beim Gerätepreis von 70. Das ist ein Geschäft, das haben wir gesehen. Haben wir gesagt, Mensch, wir haben uns selbstständig gemacht, mit Kollegen zusammen, haben die Firma gegründet und haben die Produkte Schritt für Schritt entwickelt und bieten heute jedes Produkt zum halben Preis an. In diesem Geschäft liegt der Teufel im Detail. Wirch und seinem Team drohen bei der kleinsten Patentverletzung millionenschwere Klagen von Originalherstellern. Wir sind noch nie wegen Patentverletzung angeklagt worden. Natürlich ist das in diesem Geschäft ein sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste Punkt. Es gibt unendlich viele Patente. Wie wir das machen, können wir hier in einem Beispiel eines recht fragwürdigen Patentes sehen. Sie sehen heute die Farben Yellow, Cyan, Magenta angeordnet in einem T-Shape. Das ist patentiert und Sie sehen den Weg, wie wir unser Produkt konstruiert haben, indem wir die Form geändert haben. Und damit ist das Patent nicht gültig und wir haben kein Problem mit dem. Jeder Druckertyp braucht seine eigene Tinte. Alfred Wirchs Firma 3T Supplies entwickelt und produziert sie in Schindelegie bei Zürich nach eigenen Rezepturen. Die Patronen werden unter dem Namen Peach immer häufiger im Internet verkauft. Das Besondere: Privatpersonen können die Tintenpatronen über ihre eigene Website anbieten. So werden diese zu Shops von Peach. Die Besitzer erhalten eine Umsatzbeteiligung von 10 bis 15%. Mund-zu-Mund-Propaganda übers Netz sozusagen. Also unsere Shops werden von Hausfrauen, von Vereinen, von Studenten betrieben. Die sagen ihren Freunden einfach, du kannst Tintenpatronen zum halben Preis kaufen. Und so funktioniert das Ganze. Und wir haben über diesen Weg in den letzten 12 Monaten unseren Anteil in der Schweiz erhöhen können und doppelt so viel verkauft. Bisher waren die Schweizer Tintenpatronen nur in Europa erhältlich. Doch jetzt wagt der Nischenanbieter den Sprung nach Asien. In Ningbo, einer Provinz im Südwesten Chinas, hat Alfred Wirch zu Beginn dieses Jahres ein Joint Venture gegründet. Von hier aus will er den Weltmarkt erobern. China deshalb, weil wir von hier aus den größten Markt, den stehenden Markt beliefern können, nämlich China selbst. Zweitens, weil wir Asien beliefern können, Japan beliefern können, Australien und sicherlich auch Südamerika. 40 Autominuten vom Stadtzentrum entfernt, das chinesische Partnerunternehmen Tianhong. Das Joint Venture kostete die Schweizer bisher 1 Million Franken. Viel Geld für einen kleinen Tintenhersteller mit knapp 50 Millionen Franken Umsatz im Jahr. Nach 2 Fehlschlägen fand Alfred Wirch im vergangenen Jahr endlich einen geeigneten Partner. Beide Seiten bringen ihr Wissen und ihre Produkte ein. Also wir bringen im Prinzip das Know-how ein, wie man eine Tintenpatrone fertigt. Wir bringen die Tintenrezepturen an sich rein
Und er bringt das lokale Know-how. Wie gründet man eine Firma, wie stellt man die Leute an, wie verhält man sich sozial richtig, wie hält man die Standards ein. Das ist das, was er eigentlich macht im Joint Venture. Über das hinaus vertreiben wir seine Produkte in Europa. Tianhong ist mit rund 1200 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber der Region. Das Unternehmen produziert vor allem herkömmliche Büroartikel, wie zum Beispiel diese Büroklammern. Die Arbeiterinnen verdienen hier rund 300 Franken im Monat. Moderner sind die Arbeitsplätze im schweizerisch-chinesischen Joint Venture. Seit Mai produzieren in dieser Halle rund 80 Beschäftigte Tintenpatronen nach Schweizer Bauart. Zurzeit beläuft sich die Produktion auf 30.000 Tintenpatronen pro Monat. Bis in 5 Jahren soll es ein Mehrfaches sein. Ein zentraler Vorteil der Partnerschaft: die günstige Produktion von Computerchips. Denn die Originalhersteller rüsten ihre Tintenpatronen immer öfter mit solchen Chips aus. Solche Chips sind neuerdings auf allen Tintenpatronen. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass es uns viel Geld kostet. Allein das Reingenieren eines solchen Chips kostet über $1 Million. Und viel Zeit kostet, bevor wir ein alternatives Produkt zum besseren Preis auf den Markt bringen können. In China können diese Chips nun zu einem Bruchteil der europäischen Kosten hergestellt werden. Als Gegenleistung für das technische Know-how helfen die Partner von Tianhong den Schweizern bei der Bewältigung der chinesischen Bürokratie. Wir kennen die Behörden, die Regierung unterstützt unsere Firma. Wir haben einen sehr guten Ruf in Ningbo. Es gibt ein Vertrauensverhältnis. Für ein westliches Unternehmen ist das sehr schwierig zu erreichen. Nur gerade 3 Monate und ein paar Abendessen mit den politischen Vertretern dauerte das Prozedere für die Bewilligung des Joint Ventures. Rekordverdächtig auch für westliche Verhältnisse. Dank dem chinesischen Partner hat Wirch enge Kontakte zu den Behörden aufbauen können. Zum Essen geladen hat Bürgermeister Chu Yinlang. Kooperationen mit westlichen Unternehmen helfen, den Lebensstandard in unserer Region zu erhöhen. Unsere Unternehmen werden zudem international bekannt. Und dies könnte auch andere Wirtschaftszweige der Region stärken, zum Beispiel den Tourismus. Ohne Schmiergelder läuft in China wenig, heißt es. Das weiß auch Alfred Wirch. Wie viel Schmiergelder hat er also bezahlt? Wir haben nichts getan, außer sie einmal in Zürich Hallo zu sagen und zum Essen eingeladen. Noch nicht mal das Hotelzimmer durften wir bezahlen, weil sie zu stolz waren, dass wir es zahlen durften. Das ist einfach so abgelaufen. Also kein Schmiergeld? Absolut bis jetzt. Ich weiß, dass in China Schmiergeld üblich ist, aber von uns aus nicht. Außerdem widerspricht es so ein bisschen meiner Mentalität, aber das ist dann eine andere Frage. Chinesische Tintenpatronen von diesem Werk in Ningbo sollen zu rund 7 Franken den Weltmarkt erobern. Ein schweizerisch-chinesischer Federhandschuh an die bis zu 10-mal teureren Originalhersteller.